Es ist eine Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstellung, im Einklang mit der Natur zu sein und sich selber spüren und sich selber in Einklang mit der Natur zu begeben. Das ist für mich Ayurveda. Herzlich willkommen, Rebecca, hier bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich besonders, heute mal über Ayurveda zu sprechen und auch natürlich über Anthony William und wie ich das verbinde und was deine Erfahrungen sind. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, liebe Priscilla. Ich freue mich auch sehr, dass ich da einen guten Beitrag dazu leisten kann. So schön. Und wir werden deine Homepage von Seven Ayurveda auch unten verlinken. Rebecca Heckendorn, aber ich werde dich jetzt immer Rebecca nennen. Ja, klar. Ja, so schön. Als erstes interessiert es mich immer, wenn jemand Medizin studiert hat, wie er überhaupt oder sie in diesen Bereich gekommen ist. Gab es irgendeine Vorgeschichte, eine Vorerkrankung oder wie wurdest du dafür sensibilisiert? Ich bin jetzt eine von denen, die keine Vorerkrankung hatte. Zum Glück bin ich natürlich sehr dankbar. Ich bin aber durch meine Eltern in diesen Bereich eingedrungen, weil sie sich schon sehr mit Naturheilkunde auseinandergesetzt haben, schon in sehr frühen Jahren. Ich habe auch von ihnen als Klein schon gelernt zu meditieren. Fand ich nicht immer so toll, das Stillsitzen. Aber halt auch die ganze Lehre über die Kräuter, den Bezug zur Natur. Und mein Papa hatte sich schon auch für Naturheilpraktiker interessiert. Und so bin ich eigentlich schon mit, glaube ich, 18, 19 war ich damals, habe ich schon die Massageausbildung gemacht. Und dann schon mit 20 oder 22 habe ich schon den Naturheilpraktiker für europäische Naturheilkunde angefangen. Und so kam das alles so eins nach dem anderen immer mit dazu. Und schön. Hat mich nicht mehr losgelassen. Hat dich nicht mehr losgelassen. Genau. Und wie bist du dann in den fernen Osten gekommen? In diese indische Philosophie. Ja, es war so per Zufall, die Zufälle, die es ja nicht gibt. Ja. Ich hatte eine Wintersaison, nichts zu tun. Also da war nichts los. Ich war damals noch im Hotel beschäftigt und habe mir überlegt, ja gut, was kann ich machen? Und dann habe ich gesagt, ja, irgendwo in ein Praktikum gehen, irgendwo mal in ein anderes Land, ganz was anderes. Habe dann einen Freund gefragt, der eben auch in Indien war. Und der hat gesagt, oh, ich kenne eine super gute Schule, da musst du unbedingt hingehen. Und es war halt eine Schule für ein 5- oder ein 6-Sterne-Hotel. Die haben da Leute ausgebildet, unter anderem eben auch in Ayurveda. Und es war gerade so eine 5-monatige Ausbildung für Ayurveda-Therapeut. Und ich so, ja, passt gerade in der Zeit, gehe ich mal hin. Und dann war ich 5 Monate da und das hat mir richtig den Ärmel reingezogen. Es war so ganzheitlich, so stimmig. Und ich habe dann von da an wirklich gerade weitergemacht. Es war jetzt vor über 10 Jahren. Ja. Was hat dich daran begeistert? Dass alle Aspekte aus dem menschlichen Leben mit einbezogen werden. Also nicht nur Schulmedizin, sondern eben auch dann die Naturheilkunde, der Bezug zu den Elementen, dann auch das Yoga, also die Yoga-Philosophie, die Bewegung des Yoga, dann auch die Spiritualität mit Meditation und Ethik, auch die Umsetzung, was ist Ethik und der psychologische Aspekt, also wirklich jeder Teil, der uns als Mensch im Alltag betrifft, wird mit einbezogen ins Ayurveda. Und das ist das, wonach ich eigentlich immer gesucht habe. Ja. So dass dieses Ganzheitliche. Ja. Was mich auch begeistert bei Ayurveda ist, dass sie extra eine Frauenheilkunde haben. Ja. Und Toxikologie auch. Ja. Also die beschäftigen sich nur mit giftigen Dingen, die unser Körper aufnimmt oder nur um die Frau. Ja. Also das ist wirklich so, dass sie nicht einfach nur den Mensch anschauen, sondern alles rundherum noch. Richtig. Ja. Alles, was uns hier, ich sage jetzt mal, auf diesem Planeten betrifft, gehört mit dazu. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter gehen will, dann würde eigentlich auch die Astrologie noch einen Teil mit eine Rolle spielen. Also wenn man will, dann sozusagen auch außerhalb der Planeten.
Und ich meine, ganzheitlicher geht es fast nicht mehr. Ja. Soweit bin ich aber nicht gekommen mit der Astrologie. Noch nicht. Genau, wäre super interessant. Aber es ist wirklich wieder ein komplettes System für sich auch. Ja. Sehr kompletter umfassend. Kosmos. Ja, total. Wirklich. Ja, mega spannend. Was würdest du für dich so zusammenfassen, was ist Ayurveda für dich? Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so irgendwie in einem Satz zusammenfassen Einen kann. Satz sagen. Es ist eine Lebenseinstellung. Eine Lebenseinstellung, im Einklang mit der Natur zu sein und sich selber spüren und sich selber in Einklang mit der Natur zu begeben. Das ist für mich Ayurveda. Ja, was bedeutet das ganz konkret? Wie sieht das aus im Einklang mit der Natur, mit sich selbst? Ich fange mal bei sich selbst an, weil das ist Sehr der gut. eigene Kosmos. Erzähl von deinem Kosmos. Genau. Dann erzähle ich später noch von meinem Sehr Kosmos. schön. Ja, ich glaube, sehr viele Menschen, unter anderem auch ich natürlich, wir leben sehr oft im Außen und nicht im Innen. Also wir schauen, was verändert sich außen, wie soll ich mich anpassen, dass es stimmt. Und wir vergessen ganz zu spüren, was geht eigentlich in mir ab. Weil eben dieser kleine Kosmos in mir ist auch schon so riesig und unerforscht. Warum soll ich mich immer zuerst nach außen begeben, wenn ich nicht mal mich selber erforschen kann? Und das ist wirklich so ein Grund für mich auch mit dem Ayurveda zu arbeiten, weil Ayurveda funktioniert nur, wenn jeder, auch die Klienten, Patienten, lernen, sich zu spüren. Weil bei mir wirkt etwas, was bei dir vielleicht nicht wirkt, auch wenn es genau das Gleiche ist. Ja. Weil mein Kosmos einfach ein anderer ist und dein Planet ist wieder ganz ein anderer. Und darum ist es wichtig zu merken, okay, was tut es mit mir, wenn ich jetzt das einnehme oder wenn ich das mache oder das nicht. Ich habe dann ein kleines Beispiel. Ich war früher überhaupt nicht vegetarisch. Ich bin jetzt auch nicht komplett Vegetarier, aber mehr oder weniger. Und als ich dann wirklich aufgehört habe, vor allem Fleisch zu essen, habe ich mal gemerkt, dass als ich eingeladen war, habe ich am Abend rotes Fleisch gegessen. Und ich habe überhaupt keine Mühe, das zu verdauen. Aber ich hatte heftigste Albträume. Richtig, also ich sage jetzt mal so Wutthemen, die hochkamen. Und dann habe ich schon gedacht, so wow, okay, krass. Und habe das aber nicht wirklich so in Korrelation noch gesetzt mit dem Fleisch. Und das war wieder gut. Und irgendwann später habe ich wieder mal am Abend Fleisch gegessen und es kam genau gleich wieder. Ja. Und das war für mich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, wow, krass, also ich nehme nicht nur das Fleisch auf, sondern eben auch das, was die Tiere vielleicht erlebt haben als Ende. Ja. Und das lebt ja wie in den Zellen weiter vom Fleisch. Und das war für mich sehr, sehr ein wichtiger Punkt, das zu merken, was eigentlich alles in den Zellen gespeichert wird. Und ich speichere ja selber auch alles in meinen Zellen. Ja. Und will ich dann das wirklich auch meinen Zellen zufügen? Und das ist eben dieses Bemerken, was macht es mit mir, wenn ich das oder dies oder jenes mache oder einnehme. Ja. Und es macht immer irgendwas. Es macht immer irgendwas. Macht immer irgendwas. Und ich denke, in dem Zeitpunkt, wo du das so feinfühlig gemerkt hast, warst du für dich aber so ziemlich in deiner Mitte, also in deinem Gleichgewicht. Vielen chronisch Erkrankten geht es so, dass sie schon so stark aus dem Ungleichgewicht sind, dass es unglaublich schwer fällt. Also bei mir war es so, dass ich nichts mehr verdauen konnte, gefühlt. Ich habe immer gesagt, ich habe 7 Lebensmittel, die kann ich verdauen. Alles andere, da kriege ich so Schmerzen, geht gar nicht mehr. Und da noch rauszufinden, was ist es jetzt? Was belastet mich eigentlich? Und auch diese Angst, die kommt, in solchen Krankheitsphasen zu überwinden, das ist ja, also damals war es für mich echt ein Ding der Unmöglichkeit und ich dachte, gut, da komme ich nicht mehr raus. Ja. Also da ist natürlich der Aspekt auch von der psychologischen Begleitung ein riesengroßer. Also das ist wirklich, das merke ich in meiner eigenen Praxis, ohne psychologischen kleinen Background
geht es fast gar nicht mehr, weil es hat immer mit dem Mentalen zu tun. Also das Mentale beeinflusst den Körper und den Körper beeinflusst auch das Mentale. Also was war jetzt zuerst, das Huhn oder das Ei? Genau. Und das gehört einfach zusammen und darum ist Ayurveda auch ein Weg. Es ist wirklich ein Weg, den ich zusammen mit Patienten, mit Klienten gehe, um ihnen behilflich zu sein auf diesem Weg. Wie können wir es gestalten, dass das wieder einfacher geht mit eben Kennenlernen von sich selbst? Und das kommt nicht von heute auf morgen. Ja, und nee, das ist ein langer Weg. Das ist ein langer Weg, ja. Ja, so wie du es vorhin gesagt hast, wenn man so lange im Außen gelebt hat und sich immer im Außen orientiert hat, man spricht die Sprache des eigenen Körpers gar nicht. Ja. Und wenn man dann so aus dem Ungleichgewicht ist und diese Sprache nicht beherrscht, also das ist ein Zustand auch einer großen Einsamkeit. Und ich denke, damit wirst du sicher auch oft konfrontiert in deiner Praxis, weil ja dieser Rückzug passiert von alleine, weil man das Vertrauen in sich verliert. Also es war für mich auch, ich hatte schon mal 2 größere Operationen auch und nach der zweiten Operation hatte ich wirklich auch eine depressive Phase und ich kenne das gar nicht von mir. Und wie du das jetzt so schön sagst, ich habe mich einsam gefühlt in meiner Depression, obwohl ich das nicht war. Also ich war ja umgeben von ganz vielen lieben Leuten, die mich auch unterstützt haben. Und für mich war es einfacher, aus dieser Phase wieder rauszukommen, weil ich in diesem Setting ja drin bin. Und trotzdem war es anstrengend für mich. Es hat mir aber auch geholfen zu sehen, okay, wie geht es denn jemandem, der nicht in diesem ganzen Background ist von eben Meditation oder Psychologie oder wie kann ich auch mit Ernährung meinen Körper unterstützen während einer Depression und dass es dann eben noch viel, viel schwerer ist. Ja. Und da ist es auch ein wichtiger Punkt, nicht nur die Klienten mit einzubeziehen, sondern auch das Umfeld. Also da kommt dann sehr oft auch mit dazu, dass ich vielleicht auch noch die Partner dann manchmal auch in der Praxis habe und auch die berate. Forderst du es extra auf auch? Ja. Also fordern, ich sage einfach, es wäre gut. Das Angebot steht. Genau, das Angebot steht. Ja. Dass sie auch zu zweit oder nur der Partner mal kommen kann und dass ich die dann auch so berate, wie es vielleicht in dem Partner auch drin aussieht. Ja, da haben Jonas und ich auch ein Video darüber gemacht, einfach mal um seine Seite zu zeigen, weil der Partner von einem chronisch Erkrankten leidet genauso, natürlich anders, aber da spielen auch viele Ängste und Unsicherheiten mit. Und ja, wenn man Schmerzepisoden auch gar nicht kennt, kann man das oft auch gar nicht so mit einfühlen oder das wirklich einordnen können. Ja, und gerade die Partner werden wirklich immer wieder mal vernachlässigt, sage ich jetzt mal, weil für sie ist es ja dann auch eine psychologisch-mentale Belastung, auch weil sie nicht helfen können. Genau. Und weil sie nicht wissen, was soll ich denn oder wie kann ich helfen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es ja doch gerade im Thema chronische Erkrankung eine Riesenstütze eben auch ist, einen Partner an der Seite zu haben, der Verständnis eben auch hat und nicht dann irgendwann mal sagt so, ach, es kann ja nicht sein und über die Jahre und wird man ja dann irgendwann nicht mehr ernst genommen. Ja. Hast du da gerade so 2 gute Sachen, die du mitgeben kannst in der Partnerschaft, wo die eine Person chronisch krank ist? Ja, ich habe eine gute Freundin, die auch eine chronische Erkrankung hat. Eine rheumatische chronische Erkrankung und ich tausche mich mit ihr auch immer sehr, sehr intensiv natürlich aus und sie sagt auch, für sie ist es unheimlich wichtig, dass sie einfach abladen darf und nicht ganz, ganz viele gute Ratschläge nachher kriegt. So, das kennt man die wahrscheinlich. Ratschläge. Genau, richtig. Sondern dass einfach nur jemand zuhört. Und ich gehe ab und zu auch mal verlängert das Wochenende mit ihr mal ein bisschen weg. Und sie kann dann einfach erzählen. Gut, ich kenne das natürlich auch, ich kann das auch einfach entgegennehmen.
Und da sagt sie auch immer wieder, das tut ihr wirklich gut, wenn sie einfach nur erzählen kann. Und dann bekommt sie nicht 100.000 Sachen, ja, ich habe das noch und mach doch das noch, auch wenn ich es vielleicht könnte. Aber sie wird mich schon fragen, wenn sie was braucht. Ja. Und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach den Menschen sagt, guck mal, du darfst jederzeit mich auch fragen oder um etwas bitten, aber wenn du es nicht machst, bin ich einfach nur da. Ja. Und da denke ich, ist sehr viel geholfen schon mal. Ja, schön. Was mir auch immer geholfen hat, ist, dass Jonas irgendwie immer Hoffnung hatte. Also egal zu welchem Arzt ich gegangen bin, habe ich gesagt, ja, jetzt gehe ich dahin und ich hoffe, dass ich da die und die Diagnose bekomme oder die und die Hilfe. Und dann war er immer dabei und man muss sich vorstellen, das ging über 10 Jahre. Das heißt, ich habe jedes Mal Enttäuschung erlebt, aber er als mein Partner natürlich auch. Klar. Und als wir dann hier in der Schweiz eine Ärztehelferin mir gesagt hat, Frau Bucher, jetzt schauen Sie mal außerhalb des Systems. Ich glaube nicht, dass wir in der Schulmedizin helfen können. Das ist für mich echt eine Welt zusammengebrochen. Aber auch da habe ich mich dann auf die Suche gemacht und Jonas stand einfach hinter mir. Auch wenn das, und das muss man sagen, das ist ja noch herausfordernder, weil die Schulmedizin gibt dir so einen Bereich, wo die Gesellschaft sagt, das ist in Ordnung, das passt, da wird zu dir geschaut, das ist kein Hokuspokus, das passt da. Und wenn man das verlässt, ist man wirklich alleine. Also dann ist man ja schon fast selber schuld. Jetzt, kein Wunder. Genau. So, und da ist er mitgegangen und sogar als es dann noch spookier wurde und ich angefangen habe, mir die Übersetzung von Anthony William, genannt Medical Medium, anzuhören. Und er hat sich die Sachen auch angehört, wir beide. Okay, auf was für einem Trip sind wir jetzt da? Aber es klingt irgendwie gut. Und es werden genau meine Krankheitssymptome beschrieben. Let's do it. Das fand ich auch einfach so crazy, dass er da immer noch dabei war und nicht irgendwo aufgehängt hat und gesagt hat, okay, Schulmedizin, das war ja noch in Ordnung. Da, wo du jetzt hingehst, I'm out. Wie kennst du das mit Offenheit und Wege gehen? Was macht es mit dir? Du bist natürlich schon auf einem ayurvedischen Weg, der viel spiritueller ist. Also ich kann so sagen, ich unterrichte in Deutschland auch noch die klassischen Mediziner, also die klassischen Ärzte, die sich in Ayurveda-Medizin ausbilden lassen wollen. Und ich weiß noch, bei meinem ersten Mal, als ich da unterrichtet habe, habe ich auch gedacht so, oh mein Gott, all diese klassischen Ärzte und die nehmen mich voll auseinander. Und dann komme ich dann immer noch mit meinen Karten, die ich da so verteile, mit den Sprüchen drauf und so. So die Lebensweisheit. Genau, ich liebe das. Und es war für mich wirklich richtig berührend, zu sehen, wie offen das die schon sind. Dass sie eben auch selber merken, da gibt es noch was anderes. Und da gibt es noch mehr als nur die Schulmedizin. Und ich hätte es nicht gedacht, dass so viel Offenheit wirklich schon da ist, auch schon in der klassischen Medizin. Und das finde ich, das ist genau der Weg, der eigentlich von allen begehen werden sollte, dass man beides mit einbezieht. Ja, dass wir voneinander lernen. Ja, genau, richtig. Und jeder Mensch hat irgendwo sein Potenzial, was er gut kann. Und genau die Potenziale sollten wir vernetzen untereinander. Und da würde noch so viel entstehen können. Kann auch, ich bin auch der Hoffnung. Wir arbeiten dran. Genau, wir arbeiten intensiv dran. Und wenn wir lernen, eben nicht, wie sagt man, eine Konkurrenz immer zu sehen in allem, sondern zu sehen, jeder hat seinen Teil. Und wenn wir uns vernetzen, können wir viel mehr erreichen. Dann haben wir wirklich sehr viel Potenzial von unserem Leben sehr ausgeschöpft. Ja. Und
das ist eigentlich der Punkt, der wirklich wichtig ist, auch in der Heilung von jemandem, alle Potenziale mit einzubeziehen. Eben auch vom Partner, dass wenn der Partner Hoffnung hat und wirklich sehr viel Hoffnung in sich trägt, dieses Potenzial eben auch zu nutzen. Ja, das ist ein mega wertvoller Gedanke, das Potenzial zu nutzen, was hier ist und von allen. Die Realität ist aber oft, dass wir etwas für uns als Wahrheit erkannt haben und in diesem Tunnelblick unterwegs sind und sagen, das ist aber falsch, das kann nicht funktionieren, bei mir hat das funktioniert. Ja. So, mit dem bin ich auch oft konfrontiert. Ich meine, für mich hat dann schlussendlich die Ernährungslehre von Anthony William den durchschlagenden Erfolg gegeben. Und ich möchte natürlich allen sagen, mach das! Das verändert dein Leben. Trink den Selleriesaft und lass die No-Foods weg und so weiter. Und hier auch diese Beweglichkeit zu behalten und zu sagen, okay, wie ist es für dich? Wir schauen erst dich an und das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich vom Innen und nicht wieder vom Außen. Sonst kommt wieder was von außen und sagt dir, weißt du was? Das und das. Ja. Und dann geht es dir gut. Und natürlich steckt da viel Wahrheit. Da ist viel Wahrheit drin. Und wir haben heutzutage viele Viren, Bakterien, Schwermetalle, die wir vor 100 Jahren nicht gehabt haben. Die haben sich schön als Pestizide rumgesprüht. Vielen Dank dafür. Und Viren entwickeln sich weiter, ist ja on top das Thema. Und natürlich gibt es Sachen, die wir ganz konkret damit umsetzen können. Aber wir dürfen den Fokus auf den Einzelnen nicht verlieren. Was ist gerade dran? Was ist überhaupt, weißt du, welche Bürde kann diese Person gerade tragen? Welche Dinge kann er umsetzen? Also ich habe vor vielen Jahren auch immer so das Gefühl gehabt, alles, was mir gut tut, muss unbedingt auch dem anderen gut tun. Ja. Und habe dann alle immer beladen mit meinen Ideen und mit meinen Sachen, die ich gelernt habe. Und über die Jahre habe ich wirklich auch gelernt, meinen eigenen Horizont auch zu erweitern. Und auch wenn ich von Ayurveda begeistert bin, weiß ich, es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, die auch wirken, die vielleicht nicht ayurvedisch sind, die trotzdem genauso ihre Berechtigung haben. Und ich würde schon aber sagen, zu behaupten von mir selber, dass Ayurveda mir diesen Weg gezeigt hat, offener zu sein. Auch in dem, was ich tue, mit meinen Klienten zusammen. Dass ich eben auch sage, okay, da ist noch ein anderer Weg, den geht diese Person. Das ist vielleicht nicht so ayurvedisch, wie es in den alten Schriften steht, aber was können wir daraus machen? Wie können wir den Weg vielleicht noch optimieren, dass er wirklich auch zu demjenigen passt? Weil Ayurveda hat mich gelernt, dass wirklich jeder Mensch ein komplettes Individuum ist und einfach nichts immer so ist, wie es scheint oder wie es vielleicht sein sollte. Und ich muss mich dem anpassen, wenn ich diese Person begleiten will. Und ich kann nicht meins der Person überstülpen. Das geht einfach nicht. Da komme ich nicht weiter. Nur wenn ich mich befreie von meinem Dogma und von meiner Sichtweise und meine Scheuklappen öffne, dann komme ich mit dem Klienten auch wirklich weiter. Dann geht's, weil wir dann auch verschiedene Sachen vielleicht integrieren können oder anpassen oder mit dazu nehmen können. Ja. Und so haben wir viel eben mehr Potenzial und die größeren Chancen einfach auch etwas zu finden, was für die Person genau das Richtige ist. Ja. Und ja. Ich habe zum Beispiel eben dann auch immer so die Mühe, wenn dann die Leute auch kommen und sagen so, ja, ich habe gelesen, jetzt Kokosöl, das ist super für alles, das kann alles heilen. Und dann sage ich immer, ja, vielleicht hast du jetzt die Erfahrung gemacht, aber die nächste Person spricht nicht drauf an oder braucht einfach wirklich ganz was anderes, weil es einfach eine andere Person ist. Ja. Und das ist wichtig für alle, dass wir eben unsere Horizonte erweitern und nicht, wie du gesagt hast, in unserem Tunnelblick stecken bleiben. Ja. Ja, diese Herangehensweise, das gibt so viel Raum und trotzdem gleichzeitig Raum und Nähe. Als ich diese
ganze Ernährungslehre nach Anthony William wirklich strikt umgesetzt habe und in der kürzesten Zeit so große Erfolge für mich erzielt hatte, hat mir Ayurveda enorm geholfen, bei mir zu bleiben. Und zwar zu sehen, okay, was habe ich für eine Konstitution? Welche Elemente sind in mir verankert und was brauche ich, dass es mir nicht zu viel wird? Weil das kann auch sein, wenn man sagt, okay, ich hungere jetzt einen Streptokokken aus und ich mache das, das und das, dann sind das schon mal steile Ziele, die man sich gesetzt hat. Ja. Man lässt viele Nahrungsmittel weg, man integriert vieles andere und es ist fast ein Fulltime-Job. Und da den langen Atem zu haben, weil wie du auch gesagt hast, die Heilung ist eine Reise, es ist ein Weg, durfte ich lernen, bei mir zu sein. Und da hat mir Ayurveda so geholfen. Ich wusste, was ich für eine Konstitution habe. Ich bin Vata Pitta, ich bin zwar zielorientiert, aber dann auch wieder luftig. Und was, Routinen? Nein, keine Routine. Aber sie tun mir unglaublich gut. Und da einfach zu wissen und auch die Nahrungsmittel und Geschmäcker zu wissen, die mir gut tun, so dass ich mein Essen so gewürzt habe, dass ich wusste, das tut mir auch seelisch gut. Und ich bin tatsächlich nie da gelandet, dass ich gedacht habe, ich muss verzichten und es nervt mich, ich komme zu kurz. Und solche Sachen sind mir nicht passiert, weil ich meine Geschmacksknospen, meine Persönlichkeit total unterstützt habe. Obwohl das eine andere Ernährung ist wie Ayurveda, weil das Fett fällt, also 9 Monate war ich fettfrei, ist ja komplett anders, genau. Dann die ganze Zeit snacken, um die Nebennieren wieder, wie sagt man, zu unterstützen. Wäre ja auch nicht ayurvedisch. Und trotzdem hat mir diese Philosophie so geholfen, zu mir zu kommen, eben in diese Innenschau. Und dadurch, dass ich die 2 Sachen verbunden habe, glaube ich, dass ich diesen enormen Elan hatte, das jetzt so viele Jahre, also jetzt sind es schon 2 Jahre, durchzuhalten und es zu feiern. Ja, schön. Also es ist ja schon so, dass im Ayurveda haben wir schon auch zum Teil, gerade in der Medizin, im medizinischen Bereich, strikte Maßnahmen. Also wenn es wirklich darum geht, eine Krankheit wirklich zu heilen oder zu verbessern, dann gibt es auch ernährungstechnisch striktere Versionen. Dass man zum Beispiel nur mit Milch eine Diät macht, zum Beispiel für die Leber, und dann trinkt man wirklich wochenlang einfach immer nur Milch oder Milchreis zum Beispiel, um die Leber zu säubern, oder dass wir mit diesem Kitscheri, mit Reis und Dal zum Beispiel arbeiten und über längere Zeit dann das auch machen. Also auch da gibt es natürlich dieses Fasten von irgendwelchen Produkten, das haben wir auch. Aber das ist dann eigentlich nur so, bis der Patient wieder gut eingestellt ist. Und dann fängt eigentlich dann wieder das klassische Ayurveda an zu greifen. Das Aufbauen. Ja, dieses Aufbauen, genau. Aber während den Reinigungsphasen, und das, was du beschrieben hast, ist ja auch eine Reinigungsphase. Da ist Ayurveda eben auch sehr intensiv unterwegs, dass man immer zuerst reinigt und dann erst aufbaut. Und das ist schon so ein wichtiger Punkt, das macht ja der Anthony Williams eben auch auf seine Art. Genau. Und das ist auch gut. Hauptsache es wird gereinigt, sage ich immer. Das Reinigen ist das Wichtigste. Genau, das ist wirklich das Wichtigste, weil im Ayurveda haben wir auch so das Bild, dass wir sagen, wenn du ein Tuch einfärben willst, das noch dreckig ist, dann kannst du das nicht machen, weil es wird immer dreckig bleiben. Und erst wenn du es zuerst reinigst, kannst du es einfärben. Und das ist so die Philosophie. Wir reinigen zuerst und dann geben wir eigentlich erst den Ayurveda obendrauf und färben es wieder ein mit der Farbe, die es eben braucht. Ja, und die Reinigung, das ist so essentiell wichtig. Ich sage auch immer, es ist so schade, dass unsere Hexen damals verbrannt wurden und das ganze Kräuterwissen. Und jetzt müssen wir andere Philosophien suchen und ausgraben, weil unser Wissen einfach verschwunden ist. Das ist so schade. Du hast vorhin noch Milchreis erwähnt. Das ist ja auch so eine Sache, wo ich mir dann denke, wie das sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat, dass eine Milch, die so kostbar war für die Menschheit, heute voller Antibiotikum ist, genmanipuliertes Mais und Soja und Eiter, toll, weil die Kuh an sich so misshandelt wird.
oder auch das Reis mit den Schwermetallen und den Pestiziden. Das ist auch so eine Sache, wie geht ihr im Ayurveda dann damit um, mit so alten Schriften, wo man sagt, okay, das hat sich gerade so böse verändert in unserer Gesellschaft. Wie gehst du damit um, also auch als Lehrerin? Das ist auch ein Punkt, warum ich auch fast keine Milch mehr trinke, obwohl es wirklich das Wichtigste fast ist im Ayurveda. Ja. Weil ich nicht immer die Möglichkeit habe, wirklich eine frische Demeter-Milch zu kriegen. Und wenn ich das hätte, dann würde ich auch mehr Milch trinken, ganz klar. Aber die Milch, die wir sonst so kriegen, das ist keine Milch. Also das ist ayurvedisch gesehen, ist das irgendein nicht mehr organischer Stoff, nicht mehr natürlich, das ist keine Milch mehr. Tamas. Ja, genau, wirklich nur noch tamasisch. Also es macht schwer und dumpf und das ist wirklich so, das sind Welten, ganz klar. Ja. Ich habe natürlich mit meinem indischen Lehrer auch schon viele Diskussionen genau über diese Themen geführt und er sagt auch immer, wirklich ganz simpel. Also wir versuchen einfach das Beste vom Besten zu kriegen. Wenn das nicht möglich ist, nehmen wir einfach das Zweitbeste. Wenn das nicht möglich ist, nehmen wir das Nächstbeste. Und er hat aber dann auch immer gemeint, weißt du, unser Körper ist so schlau, der passt sich schon auch an. Also klar kommen dann eher mal natürlich auch Krankheiten, aber wir haben uns schon auch angepasst. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alle krank sind. Das ist auch ein bisschen das Fiese, ja, was ich dachte so, super, bin ich die Einzige, die auf die Scheiße reagiert und alle anderen können die sich reinpfeffern ohne Ende, Nein, das ist auch nur nicht weil so. ich noch nicht so weiterentwickelt bin. Aber ja, das ist ein guter Gedanke, den du sagst. Eigentlich passen wir uns an und wir entwickeln uns, aber ein paar von uns eben anscheinend nicht. Ich sage jetzt mal so, wir entwickeln uns alle. Ganz klar. Und wir entwickeln uns alle schnell, aber jeder irgendwo anders. Das ist auch wieder das Individuum. Und ich sage jetzt mal, ich bin gesegnet mit einer relativ guten Verdauung. Und es sei dir gegönnt, es sei dir gegönnt. Ich bin wirklich sehr dankbar. Ja. Aber ich habe vielleicht irgendwo anders, ich sage jetzt mal, noch Entwicklungspotenzial, wo du das vielleicht schon gemacht hast. Und so ist halt wieder jeder wirklich individuell und der eine hat vielleicht von der Verdauung her sich nicht so ganz entwickeln können wie der andere und reagiert dann halt eben schneller noch auf nicht mehr die natürlichen Stoffe. Ja. Und ich denke aber auch, dass über die Jahrhunderte weiter wir sicher weniger reagieren werden, weil wir uns daran gewöhnen und unser Immunsystem sich auch an die Umwelt gewöhnen wird. Oder die Leber plötzlich 3-mal so groß ist. Ja, wie auch immer, das könnte auch sein. So, die Leber wird so ein mega fettes Teil und das so, könnte kein Problem, gib mir Quecksilber, ich schaffe es raus. So in etwa. Ja, wer weiß, vielleicht. Ich hoffe das und ich denke schon auch, weil unser Körper wirklich ja sehr intelligent ist. Also nicht nur der Mensch, auch die Tiere, da sehen wir es ja auch, wie sich auch die Tiere den Begebenheiten anpassen können und plötzlich Sachen verdauen können, die sie früher nie gefressen haben, weil es einfach nichts mehr anderes gibt. Ja. Und da werden wir uns auf jeden Fall entwickeln. Ja. Und wir müssen uns jetzt noch ein bisschen durchseuchen. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Ja, das ich ist bin so. echt so dankbar, dass ich jetzt weiß, wie ich meine träge Leber, die das wirklich nicht packt, die packt einfach das moderne Leben nicht. Ja. Zu denen gehöre ich. Und dass ich jetzt weiß, genau, wie ich sie unterstützen kann. Und zwar auf eine Art und Weise, dass ich bei mir bleibe. Ja. Und deswegen sage ich immer, ich verbinde Medical Medium und Ayurveda, weil er mir den Umgang gezeigt hat mit der Leber und Ayurveda den Umgang mit mir und diesen Weg zu mir gezeigt hat. Ja, und da setzt ja wirklich auch der Ayurveda an. Erstens bei den Personen natürlich, die eben wo der Körper wirklich unterstützt werden muss, ganz klar, dass wir da Hilfe leisten können. Wie ist es möglich? Auf welchen Ebenen können wir da Hilfe leisten? Und natürlich ist dann ein großer Teil ja in der Vorsorge. Wie können wir den Körper dann auch so behalten, dass er vom Immunsystem her nicht auf jedes Fisselchen, jedes Körnchen dann wirklich reagiert, sondern dass er stabil bleibt. Ja.
und dass wir eben mit diesen Gegebenheiten, die wir einfach jetzt mal haben, dann auch wirklich umgehen können. Ja. Und das finde ich ein guter Ansatz, dass wir eben diese Basis auch haben von, das nennen wir Rasayana, lange gesund bleiben, also langes Leben und ein gesundes, langes Leben zu haben. Und da haben wir ja ganz, ganz viele Ansätze, wie wir dieses Rasayana integrieren können für uns selber. Da gibt es eigene Bücher drüber. Das kannst du jetzt auch nicht in kurzen Sätzen. Nein, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Aber es geht ja vor allem eben darum, wir hatten es ja schon, alle Aspekte mit einzubeziehen. Wie du selber sagst, es war ein wichtiger Punkt, halt sich selber kennenzulernen auf diesem Weg. Und das ist schon der erste Punkt und da setzt das Ayurveda schon an. Ohne dass wir überhaupt eine Ernährung umstellen oder Medikamente geben jetzt in der Medizin, sondern einfach mal, was spürst du? Ja. Wie geht es dir dabei? Ja. Und hast du schon was probiert, eben, das dir gut tut und hast du schon was probiert, das dir nicht gut tut? Ja. Und dieses eben wieder mal, hören und okay, jetzt bin ich mal wieder voll auf mich konzentriert und eben nicht nur aufs Außen. Und das ist wirklich die Basis, absolut. Ja, ich durfte auch erleben, als ich dann stabil war, dass ich gemerkt habe, okay, jetzt mache ich noch eine Traumatherapie und jetzt schule ich mich noch mehr in der Meditation. Und da wächst ja diese Resilienz, sobald man im Gleichgewicht ist, wirklich diese anderen Bereiche einzubeziehen. Und es muss nicht von Anfang an sein. Es soll eben gar kein Stress sein, sonst es ist dann dieser Weg und dann kommt das dazu. Oder man trifft eine Person, die einem auch nochmal eine Weisheit weitergibt, wo man sagt, ja, das kann ich jetzt aufnehmen, das fällt auf fruchtbaren Boden. Also ich finde das auch ein sehr, sehr guter Ansatz. Meinen Schülern sage ich auch immer so, meine Erfahrung war und ist immer noch, dass wenn ich mit Patienten zusammenarbeite, dann sind wir hier am Anfang vom Weg und ich sehe schon das Ziel und ich sehe den direkten Weg und den würde ich am liebsten natürlich gehen. Und es geht einfach nicht, meistens nicht immer. Ja. Und der Patient braucht einfach diese Umwege. Ja. Und auch wenn es mich manchmal fast zur Verzweiflung bringt und denke so, Mann, nein, aber da geht es doch am optimalsten weiter. Nein, der Mensch braucht diese Umwege, weil wie du sagst, die ganze Natur. Ja, und du lernst wieder hier was kennen und da nimmst du wieder was mit und da gibt es auch noch was. Und das gibt dann dieses Vollkommene, ne, wo dann diese Pyramide gibt nach oben. Und die wird richtig gefüllt. Ansonsten hätten wir ja nur so einen kleinen Faden ohne irgendwelche Erfahrung drin. Dann sind wir gesund und haben keine Erfahrung gesammelt. Ja, ist jetzt okay oder nicht, aber wir leben ja von den Erfahrungen. Und genau das ist so ein wichtiger Punkt, dass man in der Begleitung mit Menschen, die ein Thema haben, auch diesen Raum gibt, dass Umwege gemacht werden dürfen und sollen. Und das ist in Ordnung und das ist sogar gewünscht. Wow, das finde ich gerade so ein schönes Schlusswort, zu sagen, wir sind nicht einfach dieser Faden, sondern wir sind gefüllt mit Erfahrungen und wir nehmen ganz viel mit. Wow, das ist mega. Ach, das war jetzt so ein schönes Gespräch. Ich sage immer, hast du noch einen Abschlusssatz für jemanden, der sagt, ich bin gerade mittendrin am Anfang, mir geht's besch. Und wie kann ich anfangen? Also ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, sich jemanden zu suchen, zu dem man wirklich Vertrauen hat. Und da mit so jemandem eigentlich an der Hand ganz kleine Schritte gehen. Ja. Dass man auch Vertrauen lernt, in die eigenen Schritte zu haben. Und wenn man jemanden hat, den man da noch ein bisschen halten kann, geht es einfacher, diese Schritte zu gehen. Und der hält einem vielleicht auch zurück, wenn man zu schnelle Schritte geht und sagt, nein, es ist okay, wirklich in kleinen Schritten vorwärts zu gehen. Vielen Dank, Rebecca. Das Ja, war ich ein danke wundervolles Gespräch. Sehr Danke. schön. Und danke, dass ihr dabei wart. Und ja, wir wollen euch gemeinsam ermutigen, diese kleinen Schritte zu gehen und ja, wieder rauszufinden, wer ist da im Innen und was braucht diese Person eigentlich. Und auch darauf zu vertrauen, dass Heilung ein Weg sein darf. Ein Weg, der auch mal kurvig sein darf. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich freue mich
aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.